Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, heute zu unserem Video. Um was geht es? Wir erweitern unsere Solaranlage. Wir wollen euch heute mal unsere neue Errungenschaft zeigen. Externes Solarpanel, was wir vor dem Wohnmobil aufstellen können. Das haben wir hier stehen. Das wird heute das Thema sein bei uns im Video. Wir zeigen euch nochmal die alte Platte, die wir hier die ganzen Jahre benutzt haben. Die hat 100 Watt, die haben wir zum Aufstellen genommen. Was bringt das für Resultat? Gleichwertig dazu wollen wir euch unser neues Solarpanel vorstellen. 200 Watt, wie ist die Verarbeitung? Wie schließen wir sie an? Was bringt das für uns für Nutzen? Und was können wir hier zusätzlich hier an Energie für unsere Batterien generieren? Das alles in diesem Video. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Das ist unser neues Solarpanel, was wir hier uns neu zugelegt haben. Und das ist unsere alte Blackline. Die haben wir in der Wohnmobilgarage verstaut. Die Solarplatte, die Blackline 100 Watt, die haben wir damals umgebaut für uns zum Nutzen vom Wohnmobil, hauptsächlich für die Wintermonate, weil ja unsere Solar, die wir hier auf dem Dach haben, ausreicht. Seitdem wir Lithium haben, haben wir mehr Energie hier an Bord und wollen natürlich auch schneller und zügiger laden. Und somit reicht die 100 Watt nicht mehr aus für uns, sind wir der Meinung, und wir haben uns erweitert und haben gesagt, okay, wir wollen auf 200 Watt gehen. Das ist das Solarpanel, was wir immer verwendet haben. Da haben wir damals hier uns eine Halterung angebaut mit verschiedenen Einstellungen hier, wie wir sehen können, damit wir die Solarplatte schön aufstellen können. Ich habe die jetzt hier mal angelehnt. Damals gab es noch keine aufstellbaren, klappbaren Solarpanels. Und wir haben damals über die MC4 Stecker uns hier ein Verlängerungskabel gemacht und sind somit ins Wohnmobil gegangen, und das schaut dann so aus, dass es dann hier bei uns hier reingegangen ist. Wie ihr wisst, hier haben wir dann eine Außensteckdose uns verbaut mit diesem CE-Stecker, und diesen CE-Stecker stecken wir dann immer hier an, und wir können unseren Solarstrom außen jetzt hier in die Batterie speisen. So war immer die Idee von uns. Hier im Batteriefach haben wir unsere Steckdose, die kommt hier an. Hier haben wir die Kabel, die gehen auf die Verteilerschiene von unserer Solaranlage, wo auch die Platten von oben kommen, und dann haben wir das Ganze hier rumgeschleift auf unseren Solarregler. Ja, was hat die 100 Watt Platte gebracht? Wir haben jetzt hier eine ideale Ausrichtung. Wir haben es Vormittag um 10. Wir wollen es euch mal zeigen. Was hat die Platte regulär gebracht? Wir zeigen es euch hier mal auf dem Smartphone mit Votronic. Wir haben jetzt hier einen Ertrag von 10,6, 10,7. Die Anlage steckt noch nicht drin. Wir werden es auf jeden Fall nochmal mit einblenden. Und wir stecken jetzt unser Solarpanel mal ein. So, ganz normal, als wenn wir hier Landstrom anschließen würden, wird die Dose eingesteckt. So, und wir gucken uns das mal an. Jetzt liegen wir hier bei 15,6, 15,7, 15,6. Also rund 5,5 Ampere bringt jetzt hier unser Solarpanel, was wir bis jetzt genutzt haben, an Ertrag. Ihr habt es gesehen, 5,5 Ampere, das war schon viel Ertrag, was wir damit erzielt haben. Wir haben ja jetzt die neue Platte, das wollen wir euch zeigen. Jetzt stellen wir die Platte euch ganz kurz einmal vor, damit ihr wisst, um was es geht, und dann zeigen wir euch den Aufbau und natürlich auch den Ertrag, der kommt dann danach. So bekommt ihr das Solarpanel geliefert, zusammengefaltet. Wir packen das jetzt einmal aus, und zwar ist das von Rofi, haben wir ausgesucht, das Modell
SC020. Das ist ein faltbares Solarpanel mit 4 Panels. Das Panel ist transportabel und faltbar. Ganz wichtig war auch für uns IP65 wasserdicht und natürlich saubere Energie, ist ja wohl klar. So, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ja, das sind die Werte jetzt von unserem Solarpanel. Das Modell ist klar, SC020. Dann haben wir jetzt hier eine Ausgangsleistung von 200 Watt. Dann haben wir hier eine Leerlaufspannung von 24,48 Volt. Dann haben wir hier eine Betriebsspannung von 19,44 Volt. Der Arbeitsstrom von dem Panel liegt bei 10,8 Ampere und der Kurzschlussstrom, wen das jetzt interessiert, der liegt bei 11,66 Ampere. Die Abmessung laut Hersteller im ausgefalteten Zustand sind 2,24 Meter breit. Wir haben eine Höhe von 61 cm und 27 mm ist das Ganze dann dick. Müssen wir dann noch mal schauen. Im gefalteten Zustand, also zum Transportieren, war auch wichtig für uns für die Heckgarage. Hier schreibt natürlich auch der Hersteller, dass eine hohe Energieeffizienz hier da liegt und eine Steigerung um 23%. 200 Watt Ertrag, das haben wir schon gesagt, also Maximalertrag, ob wir die erreichen, wage ich zu bezweifeln, das wissen wir ja. Mal sehen, auf wie viel Prozent wir hier kommen für eine effektive und schnellere Ladung. Das wasserdicht ist klar, IP65, dass wir die natürlich auch mal, wenn jetzt Kurzregen kommt, draußen stehen lassen können. Das ganz einfach mal dazu, zu unseren technischen Daten unseres Solarpanels. Jetzt packen wir das Ganze mal aus. Das Panel ist super verpackt mit Styropor, so bekommt ihr das geliefert. Vom Gewicht her liegen wir jetzt ungefähr bei 5 Kilo. Die Oberfläche ist hier sehr stabil und massiv verarbeitet. Sieht richtig gut aus. Wir haben hier Schrauben und Nieten. Das werden die Ausstellfüße, Stützen sein. Da haben wir hier Gummibänder dran, also die kann man richtig, wir sehen es, die kann man richtig hier dehnen mit Druckknöpfen. Dann haben wir hier eine Tasche dran mit Zubehör. Der Griff hier oben ist aus Plastik, wie wir sehen können. Das ist richtig gut verarbeitet und die Platten werden zusammengehalten hier mit Druckknöpfen. Somit geht die Platte auch nicht von alleine auf. Die Kabel sind hier verstaut in einer Tasche. Das ist so ein richtig schöner Stoff, also ist richtig hochwertig gemacht, sehe ich auch. So, was haben wir jetzt hier in der Tasche drin? Verstaut. Einmal ein Anschlusskabel mit MC4 Steckern, wie wir es gewohnt sind. Und hier das Kabel, wunderbar, da bin ich nämlich begeistert, denn MC4 Stecker, das passt dann auf unseren Anschluss direkt auf die Anlage. So, hier haben wir noch mal ein Schild eingelassen, 200 Watt, die ganzen Werte, was ich euch von uns vorgelesen habe. Auf was wir gehen können, haben wir jetzt verschiedene. Das ist jetzt für eine Powerstation, würde ich mal tippen. Dann haben wir Klinkenstecker, verschiedene Klinkenstecker, und hier haben wir auch noch mal, das ist ein Anschluss, glaube ich, für ein Solar, das kann ich jetzt nicht sagen. Wer das weiß, was das für Anschlüsse sind, kann es ganz gerne mal in die Kommentare schreiben. Also das sind die ganzen Anschlüsse, die hier auf diesem Adapterkabel mitgeliefert werden.
Also wie gesagt, wer das weiß, für was die Adapterkabel alles Verwendung finden können, der schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare. Geht hier über, ich denke mal 4 Quadrat oder 6, ne 4 Quadrat auf diese MC4 Stecker. Das legen wir erstmal beiseite. Das Verlängerungskabel haben wir hier eine Länge von gut 2 Meter inklusive den MC4 Steckern. Zum Verstauen für die Tasche haben wir dann hier nochmal so einen Glättkabelbinder, wo wir die Kabel dann hier optimal in dieser Tasche verstauen können. Ja, das ganz einfach mal zum Lieferumfang. Wie gesagt, das Adapterkabel, was wir hier haben, mit den MC4 Steckern und dann übergehend hier in den MC4 Steckern 2 Meter Anschlusskabel für das Panel. Unser Solarpanel bauen wir jetzt ganz einfach mal auf, ausgerichtet zur Sonne. Wie funktioniert das? Das Solarpanel klappen wir jetzt hier auseinander, an den Druckknöpfen entfernen. Hier der Zusammenhalt, den wir hier haben, das kann ich euch noch mal zeigen. Das ist magnetisch, also das ist eine super Geschichte. Das hält natürlich hier auch zusammen. Dann klappen wir das Ganze auseinander, positionieren das Ganze. Dann haben wir hier hinten diese Aufsteller, damit wir die Anlage richtig hier sichern können, beziehungsweise auch richtig ausrichten können. Das ist, wie gesagt, sehr stabil auch gemacht und mit Druckknöpfen gesichert. Jetzt haben wir das Panel zu stehen. So schaut das Ganze jetzt im ausgeklappten Zustand aus. Hier haben wir die Solarpanels. Das Material, was wir jetzt hier haben, das ist, wie kann ich das beschreiben? Das ist so Plastik, überzogener Plastik, gummiert oder so ähnlich ist das, also wasserabweisend. Hier haben wir die Magnete zusitzen. Hier haben wir noch eine Schlaufe zum Zusammenbinden, also das ist relativ gut gemacht. Das ist so eine Art wie ein Plaste eingelassen. Ich finde es sehr hochwertig verarbeitet. Auf die 2,24 Meter kommen wir. Ich zeige es mal hier in der totalen. 2,24 Meter breit das Ganze. Hier sehen wir auch noch mal die Gummis, dass wir jetzt hier richtig schön die Anlage auch ausrichten kann, entsprechend dem Ertrag, den wir erzielen wollen. Jetzt nehmen wir uns mal das Kabel. Den Adapter brauchen wir logischerweise nicht. Wir brauchen jetzt nur unsere MC4 Stecker. So, bei den MC4 Steckern, wenn die richtig angeschlossen sind, kann man hier nichts verkehrt machen. Rot zu Rot, passt auch nur der eine hier rein. Klick. Und der schwarze hier rein, passt. Somit ist er wunderbar an unserer Verlängerung angeschlossen, die wir hier haben und die wir natürlich hier anzustecken. Jetzt stecken wir unser Solarpanel einmal an unsere Außensteckdose, die hier verbunden ist mit unserem Solarregler, mit unserem MPPT-Regler. Ich blende das auch noch mal mit ein. Wir haben jetzt hier einen Energieertrag von 13,4 Ampere, 170 Watt durch unsere Anlage auf dem Dach. Angeschlossen ist das ja das gleiche. Wir stecken das wie gehabt hier an. Das ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, aber das kriegen wir hin. So, jetzt haben wir es angesteckt. Wir haben 13,4 gehabt und wir blenden das auf jeden Fall noch mit ein
Und wir sehen, wir haben 23,7 bzw. 23,8 300 Watt. Ja, liebe Freunde, ihr seht, wir haben uns nahezu verdoppelt. Wir sind von 100 auf 200 Watt Peak gegangen mit dem Panel. Leichter, einfacher zu verstauen in der Garage. Unser Vorteil, schnell aufzuklappen, schnell zu verstauen wieder und nimmt nicht so viel Platz weg. Auch natürlich vom Gewicht her leichter als unsere Platte mit unserem selbst gebastelten Gestelle. Angeschlossen, wir haben über 23 Ampere, über 300 Watt, die wir hier erzielen, zu vorher 170 Watt, was wir hier durch unsere Anlage auf dem Dach bekommen haben, haben wir jetzt über 300 Watt. Mal sehen, was das noch bringt. Es ist ein bisschen Zeit vergangen zum Vergleich zu vorhin, den wir gemacht haben mit unseren 8 Ampere, die wir hier an Ertrag hatten. Wir lassen mal die Sonne noch ein bisschen steigen, dann richten wir die Anlage noch mal aus. Aber das zeigen wir euch gleich. Das Wetter spielt uns heute einen Streich für den Test. Wir werden auf jeden Fall mal Bilder mit einblenden, den Test wiederholen. Bei wolkenlosem Himmel, bei optimaler Ausrichtung werden wir den Test nochmal wiederholen für euch und dann hier nochmal mit einblenden. Das ist natürlich kein Problem. Ja, das Rofi Solarpanel beinhaltet auch eine Beschreibung. Einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Das haben wir hier nochmal auch schön erklärt. Und wer Interesse hat, kann natürlich auch hier das Solarpanel doppelt nutzen. Er kann 2 parallel schalten oder in Reihe schalten, je nachdem. Das ist auch möglich. Das verkraftet auch ein Solarregler, der entsprechend verbaut ist. So, wir bauen das Ganze jetzt mal zusammen und schauen mal, wie schnell das geht. Wir haben jetzt hier unseren Stecker, den werden wir auf jeden Fall mal ziehen. Ganz einfach. Einmal rumklappen und zweimal rumklappen. Der Magnetverschluss hält das Ganze. Dann klappen wir unsere Stützhalterungen ein, legen unseren Gummi rein und verschließen die Anlage hier an der Seite mit den dazugehörigen Druckknöpfen. So, wir haben es ja jetzt so, dass wir jetzt hier die Verlängerung mit dran haben. Jetzt schauen wir mal, ob wir das mit in die Tasche reinbekommen. Das wäre für uns jetzt hier auch interessant. Sieht aber gut aus, würde ich mal meinen. Jawohl, es geht. Die Tasche ist groß genug, um unsere Verlängerung mit reinzubekommen. So schaut das Ganze dann für uns aus. Ich würde das auch für mich jetzt persönlich so lassen. Den Stecker kann ich hier an die Seite tun und gut ist das. Ja, Rofi, unser Solarpanel-Test bestanden. Das kann jetzt ab in die Garage. Da schauen wir nochmal, wo wir einen Platz finden, einen richtig schönen Platz, ohne dass wir jetzt hier Beschädigungen am Solarpanel hier verursachen werden. Da haben wir natürlich die Schaumstoffvorrichtungen, die in der Verpackung mit drin war. Oder wir lassen es ganz einfach in der Verpackung drin, das muss ich mal schauen. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das Gerät werden wir nochmal mit verlinken, unten in der Videobeschreibung oder hier oben im Video, wem das interessiert. Das war ganz kurz mal unsere Erweiterung, einen Schritt näher zur Autarkie. Es bringt für uns viel. Wir werden das natürlich euch nochmal zeigen, wenn wir unterwegs sind im Wintercamping, in den Wintermonaten. Da werden wir dann nochmal ein kurzes Video dazu machen. Was bringt uns diese Anlage im Winter? Im Freien und wir nehmen mal unsere Solarplatte raus. Scheint wunderbar die Sonne. Und dann klappen wir das Teil mal auf. Wie wir das aufklappen, habt ihr ja schon gesehen. So, die Sonne, die kommt ja genau hier. Ist ja Mittagssonne. Die nehmen wir jetzt hier komplett mal mit. Und da schauen wir uns das Ganze mal an. Und unser Kabel
unser Kabel, was wir vorgefertigt haben. Das haben wir ja euch auch schon gezeigt. Und mit unserer Verbindung gehen wir dann hier rein in unseren Außenanschluss. Das ist jetzt der Strom, den unsere Anlage auf dem Dach bringt. 14,9 Ampere, 13,4 Volt. Wir liegen bei einer Batterieladung zurzeit bei 68%. Und die Batterie wird geladen mit 10, 11 Ampere. So, jetzt stecken wir das Ganze mal rein. Und wie wir sehen können, schwupp, gleich mal 10 Ampere drauf. Also laden wir jetzt mit 360 Watt. Das sind ungefähr 10 Ampere. Wenn ich es nochmal rausziehe, also circa 160 Watt bringt unser Panel, was wir hier aufgestellt haben und ausgerichtet haben. Das ist super für eine 200 Watt Anlage. Hier, ihr seht es, 361, 362. Mit 25 Ampere wird geladen. Und in die Batterie gehen rein 21 Ampere. Obwohl wir den zweiten Solarregler noch nicht drin haben, den werden wir noch installieren, den zweiten Solarregler. Wir haben jetzt erstmal nur den 360er installiert. Diese 200 Watt aufklappbare Solarpanel, die werden wir dann separat auf den zweiten schalten. So, wir haben jetzt ungefähr 15 Minuten haben wir jetzt mal das dran gehabt. Und wir liegen konstant bei den 25 Ampere. Ich will euch bloß mal zeigen, wie die Verschattung ist von unserer Anlage oben auf dem Dach. Also das haben wir ausgerichtet Richtung Sonne. Das ist relativ steil und das ist das Schöne bei dieser Anlage, dass wir hier diese Füße oder diese Halterungen schön angleichen kann und verstellen kann, je nachdem, was wir hier haben an Ausrichtung zur Sonne. Ich habe das mal ein bisschen korrigiert. So, und jetzt zeige ich euch mal hier oben die Verschattung, weil wir hier Bäume haben, aber jetzt dürfte nichts mehr groß an Verschattung sein. Ich gehe mal hier ein Stück hoch. Ja, unser Dach wird zu 80% von der Sonne direkt ausgestrahlt. Und da liegen wir bestimmt beim fast vollen Wert, weil die Sonne hier, wir sehen es hier, ich will mal nicht so reinhalten, hier durch den Baum kommt. So, schauen wir uns den Wert nochmal an. Also wie wir sehen können, 24,9 Ampere mit 13,6 Volt. Hier haben wir den Ausschlag von den 25. Ja, das mal ein kleiner Praxistest zu dieser Anlage. Also wie gesagt, wir sind voll auf begeistert. Es bringt voll die erwarteten Leistungen. Kann man natürlich noch ein bisschen nachjustieren, würde ich sagen. Wenn ich das leicht angebe, ihr seht, das hält. Ein bisschen korrigiert. Also 200 Watt Anlage, Watt Peak, bringt seine 150, 160 Watt zurzeit. Wir haben es nicht ganz 100% ausgerichtet. So, was natürlich auch für uns wichtig ist, wie es mit der Wärmeentwicklung ist. So, unsere Temperatursensoren, ihr seht es jetzt hier. Hier haben wir das Batteriefach, da liegen wir bei 25,63, also optimal, idealer geht es nicht. Da passt. Im Wohnmobil haben wir 21 im Schlafzimmer. Vorn scheint die Sonne drauf, da haben wir ein bisschen mehr, ist klar. In der Küche liegen wir bei rund 24 Grad. Also das passt.
Die Wärmeentwicklung hält sich hier im Batteriefach zurzeit auch hier noch in Grenzen. Ja, liebe Freunde, ihr seht, wir haben uns nahezu verdoppelt. Wir sind von 100 auf 200 Watt Peak gegangen mit dem Panel. Leichter, einfacher zu verstauen in der Garage. Unser Vorteil, schnell aufzuklappen, schnell zu verstauen. Wir bedanken uns und sehen uns bis dahin auf den schönsten Plätzen der Welt. Tschüss!